So today we're doing Eisbein. Now that's a German staple, and especially in Berlin where I come from, Eisbein was always a special treat. Not because it was very expensive, but because it takes a long time to cook. Not to make, but to cook. So today is Eisbein. Und in Berlin ist Eisbein, eine Spezialität. Oft haben wir das nicht gemacht. Nicht, weil es so teuer war, sondern einfach, weil es so lange auf dem Herd stehen musste zum Kochen. Aber es ist ganz einfach zu machen und es schmeckt wunderbar. So, hier haben wir diese wunderbaren Eisbeine. Die wiegen 1300 Gramm pro Stück. These lovely Eisbein porkhocks, I actually weighed them and they're 1300 grams each, so that's about 3 pounds each. That's a lot of meat. But as you can see, in the middle, it's all lean. And the outside, well, you will see, they're just spectacular. And what else do we need? We need a large onion, a tablespoon of salt, pepper to taste, 2 bay leaves, some water, and a jar of Sauerkraut later on. So, die beiden Eisbeine, 2 Lorbeerblatt, eine große Zwiebel in Viertel geschnitten, ein Esslöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Oder man kann auch Pfefferkörner nehmen. Dann nehmen wir einfach einen ziemlich großen Topf. Der, weiß ich jetzt gar nicht, ach doch, das ist ein 5 Liter Topf. So this is a big pot. It's 5 liters, so about 5 quarts. Because we need to get these in here. And then we need to cover them in water. Now let's even see if I can fit them in here. Wow, yeah, just. But they will cook down a little bit. So then in goes everything I have here. And that is it. Now the only other thing we need is to cover this in cold water. And this is 1,500 liters, so 50 ounces. No, it's not quite yet. We'll need some more cold water, another 1000 Milliliter, nochmal 1000 Milliliter, also ungefähr 35 Unzen. So, mal sehen. Nee, wir brauchen nicht alles. No, we don't need it all. So, there's about 10 ounces, about 500 milliliters left. All we have to do is lug this heavy pot to the stove, turn it on, cook it, boil it, and forget it. Well, that's not quite true. Dieser schwere Topf muss jetzt auf den Herd gestellt werden und dann wird das Wasser zum Kochen gebracht. Sobald es anfängt zu kochen, den Deckel drauf tun und es für mindestens 2 Stunden auf kleiner Flamme köcheln lassen. So the lid goes on as soon as it starts boiling. Once it's bubbling nicely, turn the heat down to low and let it simmer for at least 2 hours. And after that, the dish is pretty much done. So mir ist gerade eingefallen, ich habe ja die Gewürzkörner vergessen. I just remembered I've forgotten the allspice. And I have 6 big allspice in here. Now the pot isn't even boiling yet, look at that. So the Eisbein is boiling quite rapidly now. Now I can turn it down. But what I do need to do is I need to skim off the debris, if you want to call it that. So ab und zu einfach mal ein bisschen abschöpfen, was so nach oben schwimmt in Schaum. Da ist nichts falsch daran oder da ist nichts schlecht daran. Es sieht bloß nicht so sehr schön aus. So, und jetzt wieder auf kleine Flamme stellen und köcheln lassen. Und dann in so einer halben Stunde schöpfe ich es wieder ab, ein bisschen abschauen. Ne? So in about half an hour I'm gonna skim it a little bit more. See you in half an hour. So today is day 2 of making Eisbein. Now you can do it all in one day if you start early enough, but I didn't. And my Eisbein yesterday cooked
for about 2.5 hours. By that time, it was way too late to continue. So I refrigerated it all, and then this morning I put it back in the pot. And here it is, simmering away nicely. Now it won't be long until we can eat this Eisbein. So what we're going to eat with it is sauerkraut, boiled potatoes, and something that's called Erbspüree. Now, heute ist der zweite Tag des Eisbeinkochens. Das können Sie natürlich selbstverständlich alles in einem Tag machen, wenn Sie früh genug anfangen. Aber da meine Eisbeine so groß waren, also 1300 Gramm, 1300 Gramm pro Stück, die haben fast in den Topf nicht reingepasst, hat das bestimmt 2,5 bis 3 Stunden gedauert, bis die durchgekocht waren. Ich habe die also gestern über Nacht gekühlt und dann jetzt wieder erwärmt. So, um unser Eisbeinessen komplett zu machen, brauchen wir Sauerkraut, Kartoffeln und Erbspüree. So, unser Eisbein ist jetzt fertig gekocht und kann theoretisch serviert werden. Aber was ich jetzt noch zeigen möchte, ist 2 Arten des Servierens. Wie wir es zu Hause gemacht haben, ist einfach das gekochte Eisbein servieren. Wie viele Leute es heute machen, ist, sie nehmen ein Eisbein raus, legen es auf ein kleines Backblech. Ich habe da ein bisschen Öl mit drauf gemacht aufs Backblech, einfach damit es nicht klebt. At home, we used to serve Eisbein just like that, with all the trimmings. But these days, a lot of people in other regions have done that before. They would grill that now. So I added a little bit of oil to the bottom of the tray. Come take a look at it. This is now ready to eat, and this is the Berlin style. But I will also show you what it looks like when you put it under the broiler for a few minutes. Now my oven is preheated to low broil. And now you really have to watch it, because that fat can get super hot. So, unser Eisbein ist fertig, das Erbspüree ist gekocht, die Kartoffeln sind fertig, das Sauerkraut ist fertig und wir sind soweit aufzutischen. Das ist jetzt das Eisbein, das ich unter den Grill getan habe. Da muss man sehr aufpassen, das spritzt nämlich, weil die Haut ja sehr fettig ist, dass man da nicht seinen Ofen, dass da nicht der Ofen Feuer fängt. Das ist also das gegrillte Eisbein. Und jetzt nehmen wir das einfach nur gekochte Eisbein raus. Und so sieht das Eisbein aus, das ich als Kind kannte. Das machten wir nicht, das machten wir. So, jetzt wird serviert. Also, ein paar Kartoffeln dazu, ein bisschen Sauerkraut oder viel Sauerkraut, eine Kelle Erbspüree und natürlich ein Löffel Ostrich oder Senf. So now we're serving. This is how I knew it as a child. This is how a lot of people do it now because they like the brown on it. You got to be really careful when you put that under the broiler because the skin pops and it can catch fire. So we have the cooked Eisbein like I knew it as a child, the cooked Sauerkraut, some boiled potatoes, the Erbspüree, and a big spoon of mustard. And that is Eisbein. Das ist Eisbein, das Berliner Eisbein und eine kleine Variation, aber nur mit dem Grillen. Gekocht ist das ganz genau das gleiche. So this is Eisbein, Berlin version, like I grew up with, and this one where you give it a little bit of a browning after you cook it. Guten Appetit, ich hoffe, Sie sind hungrig, denn das sind große Portionen. Bon Appetit. I hope you're really hungry because these are big portions. Now before I go, I just wanted to mention to you
that the water and the vegetable or the onions that we boiled the Eisbein in does not look very appetizing now. But when you strain it, you can keep the broth to make all kinds of things. And there's one thing that I have never made. My grandmother used to make it all the time, and that's Hetschis, Sülze. And that could very well work for Sülze, although it's actually made with a pig's head, which I don't know if I can get hold of one. So, bevor wir das jetzt essen, wollte ich Ihnen nur noch sagen, dass die Brühe, in der, also das ist ja nur Wasser mit Zwiebeln und so weiter, in der das Eisbein gekocht wurde, ist sehr nützlich. Das können Sie, sieht nicht sehr appetitlich aus im Moment, aber das können Sie durch ein Sieb gießen und dann entweder einfrieren oder das geliert sehr gut. Das könnte unter anderem Sülze werden. Na, das habe ich noch nie probiert. Meine Oma hat immer Sülze gemacht, allerdings vom Schweinekopf. Und den weiß ich nicht, ob ich den hier finden kann. Aber probieren werde ich es auf jeden Fall mal. So, und jetzt kann ich überhaupt nicht warten, mein Eisbein zu essen. Also, guten Appetit!